Selbstständige sollen ab Januar 2026 in die staatliche Rentenversicherung einbezahlen. Das ist der Plan von CDU und SPD. Was das für dich bedeutet und warum man jetzt vielleicht ans Auswandern denken sollte, das wollen wir uns einmal in diesem Video anschauen. Wenn man sich das hunderte Seiten lange Sondierungspapier anschaut, das SPD und CDU hier verfasst haben, bevor sie ihre Koalitionsverhandlungen im Detail beginnen, da sucht man das Wort Selbstständige vergeblich. Und es muss einen ja auch nicht wundern, denn schon lange werden die Leistungsträger in Deutschland mit Füßen getreten. Man milkt sie bis zum geht nicht mehr. Aber irgendwelche positiven Bemühungen der Politik, hier die Beiträge zum Allgemeinwohl jeder Selbstständigen zu würdigen, das ist fehl am Platz. Tatsächlich werden Selbstständige nur ein einziges Mal erwähnt, und zwar auf Seite 251 und folgende, und da geht es um die Rentenversicherung. Du weißt ja vielleicht, die deutsche Rentenversicherung ist so gut wie pleite. In 10 Jahren werden wir sehen, wenn wir alle Babyboomer letztlich im Ruhestand sind, dann wird es hier so richtig Verteilungskämpfe geben, denn wer soll die Rente noch bezahlen? Wir haben bekanntlich ein umlagefinanziertes System, das heißt, die arbeitende Generation muss hier für die Rentner aufkommen. Es gibt immer weniger Arbeitende, die Bevölkerung in Deutschland schrumpft. Jobs werden abgebaut, die Industrie wandert ab. Es gibt also immer weniger, die hier letztlich in die Rente einbezahlen. Obwohl Deutschland das Land der Ingenieure ist, ist das deutsche Rentensystem eine komplette Fehlkonstruktion. Tatsächlich hätte man schon nach dem Zweiten Weltkrieg ein ähnliches System wie die Schweizer etablieren müssen. Die haben ja so ein 3-Säulen-Modell, eine Kombination aus staatlicher, betrieblicher und privater Altersvorsorge und dann natürlich auch mit den entsprechenden steuerlichen Förderungen. Das gibt es nicht. Und um jetzt noch zu retten, was zu retten ist, um hier die Rentenversicherung aufzubessern, sollen jetzt Selbstständige ab 2026 ebenfalls in die staatliche Rentenversicherung einbezahlen. Jedenfalls dann, wenn sie keinen gleichwertigen Ersatz haben, was immer das auch bedeutet. Bisher ist es ja so, dass sich Selbstständige selbst um ihre Altersvorsorge kümmern müssen. Ich spreche ja jedes Jahr, jeden Monat mit Dutzenden, um nicht zu sagen Hunderten von Selbstständigen. Und ich weiß aus dieser Erfahrung, dass die meisten Selbstständigen eigentlich hervorragend vorbereitet sind und im Grunde eine viel bessere Altersvorsorge hier zum Beispiel über die Kapitalmärkte angespart haben, als das jemand, der in die Rentenversicherung jemals hätte tun können. So, das wird in Zukunft wohl nicht mehr gehen. Du kannst nicht mehr eigenverantwortlich hier über den Aktienmarkt deine Altersvorsorge aufbauen. Du musst dann in irgendeiner Art von privater Rentenversicherung einzahlen müssen. Wahrscheinlich, wir kennen ja Details nicht, damit du nicht in die staatliche Rentenversicherung einbezahlen musst. Zugegebenerweise ist das natürlich schon in fast allen Staaten heute so, inklusive der Schweiz, inklusive der USA und auch den meisten europäischen Staaten. Das heißt, hier müssen Selbstständige in die staatliche Rentenversicherung einbezahlen, aber in vielen Ländern sind natürlich die Steuern deutlich niedriger als in Deutschland oder es sind Länder, wo die Steuerverwaltung ohnehin ineffizient ist und es im Grunde niemanden wirklich interessiert, wie viel man dort einbezahlt. Also Beispiel Schweiz, natürlich, die AHV liegt bei 10%, aber wenn du dann 5 bis 10% Einkommensteuer bezahlst, was ja tatsächlich viele tun, insbesondere dann, wenn du jetzt nicht gerade 500.000 verdienst, dann ist das ja mit den 10% Rentenversicherung vielleicht gar nicht so schlimm. Aber wenn du sowieso schon 30-40% Steuern bezahlen musst und dann ja auch nochmal 20% in die Rentenversicherung einbezahlst, na dann bist du natürlich als Selbstständiger komplett am Ende. Wie viel Sinn macht es dann noch in Deutschland, selbstständig zu sein? Das fragt man sich. Natürlich muss ich auf die genaue Ausgestaltung machen, aber Tatsache ist ja, dass die SPD die CDU voll in der Hand hat, dass sich die CDU der SPD voll ausgeliefert hat und sich jegliche Alternativen hier im Koalitionspoker versperrt hat. Daher kann man sicherlich mit dem Worst Case rechnen. Und damit sind wir natürlich beim Thema Auswandern. Du solltest dir vielleicht jetzt darüber Gedanken machen, wenn du selbstständig bist oder planst, in die Selbstständigkeit zu gehen, ob das hier der richtige Zeitpunkt ist, Deutschland zu verlassen. Selbst wenn es dann nicht so schlimm kommt, vielleicht und es viele Ausnahmeregelungen gibt, ist das natürlich schon so ein Vorbote dessen, was da noch zu erwarten ist. Einer von vielen Vorboten natürlich schon seit Jahrzehnten. Ja, ich meine, ich habe Deutschland schon vor 25 Jahren verlassen, auch wenn damals noch niemand von solchen verrückten Regelungen gesprochen hat. Also überleg dir das. Ich meine, wenn du es richtig machst, dann kannst du in einem Land leben, wo du keine Steuern zahlst oder nur sehr wenig Steuern bezahlst, weniger als 10% Steuern bezahlst und keine Sozialversicherung bezahlen musst. Natürlich ist es wichtig, dass man hier für das Alter vorsorgt, ganz klar. Und wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, sind die meisten unserer Mandanten hier sehr aktiv, zum Beispiel am Kapitalmarkt oder im Immobilienbereich oder was auch immer.
deine Sache ist. Gerade wenn du am Kapitalmarkt investierst, ist natürlich sehr interessant, wenn du in einem Land lebst, wo Kapitalerträge inklusive Dividenden, Zinsen und Veräußerungserlöse steuerfrei sind oder sehr gering besteuert werden. Denn dann wird ja dein Investment mehr oder weniger so zu einem Schneeball. Das wird immer größer, denn die Erträge werden ja dann vielfach weiter investiert. Und wenn dir nicht immer gleich 25-30% Steuern abgehen, die man ja für Kapitalerträge vielfach bezahlen muss, dann wächst dein Investment sehr viel schneller. Der Schneeball wird viel größer und auch viel schneller. Da gibt es viele Länder, die hier zur Auswahl stehen. Wir haben ja viele Länder hier schon auf diesem Kanal auch schon besprochen. Da gibt es natürlich die üblichen Verdächtigen, die jeder so kennt, von Dubai angefangen, Malta, Zypern, viele Mandanten gehen auch nach Thailand, Südamerika, Panama, Costa Rica. Also es gibt ja tatsächlich viele Optionen. Das Ganze muss man ziemlich genau planen. Da gibt es viele Komponenten, die zu beachten sind, sowohl familiär als auch beruflich als auch finanziell. Aber das könnte vielleicht jetzt hier, selbst wenn du nicht selbstständig bist, der Anstoß sein, einmal über einen solchen Schritt nachzudenken, wenn du sowieso schon lange mit dem Gedanken gespielt hast. Irgendwann muss man den Sprung ins kalte Wasser wagen. Und was muss sonst noch alles passieren in Deutschland und in der EU, dass auch für dich letztlich hier das Fass zum Überlaufen kommt. Also mach dir dazu mal Gedanken. Und wenn du dann im Detail dich mit diesem Vorhaben beschäftigen willst, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Wo soll es hingehen im Ausland? Was ist die richtige Struktur? Wo kann man besonders viel Steuern sparen? Wie kann man sein Vermögen vor dem Zugriff des Staates schützen? Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.